Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zur Bausatzbesprechung der Revell EC135 ADAC in 1:32. Dieses wird mein neuestes Projekt werden. Auf dieser Seite des Kartons sieht man Angaben zu den Farben, einige Details zum Modell an sich, dann Fotos vom Original. Der Bausatz hat den Skill Level 5, damit also den höchsten. Auf dieser Seite Informationen über den Hubschrauber an sich, Leistungsdaten und die Dienststellung des Luftfahrzeuges. Und auf dieser Seite auch nochmal eine Boxart. Auf der Rückseite die Revell übliche Werbung. So, ich würde sagen, schauen wir einfach mal rein, was drin ist. Der Karton ist bis oben hin voll mit Gießästen. Als erstes haben wir die Bauanleitung sowie die Original Abziehbilder. Was gleich auffällt im Gegensatz zur EC145, die Gießäste sind in zwei unterschiedlichen Farben, einmal in Gelb und einmal im normalen Revell Grau. Wir werden uns die Gießäste und die einzelnen Tüten gleich genauer anschauen. Zuerst fangen wir mit der Bauanleitung an. Auf der Vorderseite der Bauanleitung sehen wir nochmal ein Bild von dem Modell und auch nochmal auf Deutsch und auf Englisch Spezifikationen zum Hubschrauber an sich. Die Bauanleitung hat 15 Seiten und ich würde sagen, fangen wir einfach an. Revell typisch auf den ersten Seiten Sicherheitshinweise und die Zeichenerklärung. Dann, was ich vor allem wichtig finde, schon mal eine Angabe, wo die Decals im Innenraum verbaut werden. Dass das nochmal extra explizit aufgeführt ist, auch mit der Farbgebung. Dann haben wir hier eine riesen Latte an Farben. Angefangen bei A bis Y, das sind wirklich eine Menge Farben, vor allem auch viele Mischkombinationen dabei. Und dann ganz normal mit den Revell einzelnen Farbkodierungen. Ich würde ja sowieso immer Revell Aqua Colors empfehlen, weil diese sich besser verarbeiten lassen, vom Mischen her und vom Reinigen der Pinsel. Dann geht es weiter schon auf Seite 5 mit dem Überblick über die Gießäste und vor allem nicht benötigten Teilen. Vor allem bei dem Gießastbogen Z werden sehr viele Teile nicht benötigt, weil dieser Bausatz ja gleich mit dem Polizeihubschrauber ist. Und da werden wirklich viele Einzelteile nicht benötigt. Dann hier Glasigteile, Rotorblätter, der Innenraum, Teile der Kufen. Wenn wir umblättern, beginnt auch schon der Bau. Wie bei der EC145 wird man aufgefordert, mehrere Löcher zu bohren für die ganzen Armaturenträger und Steuereinheiten. Bau des Cockpits, Mittelkonsole, Pedalerie, die Sitze, Steuereinheiten, der Pitch und der Stick, nochmal eine Sitze, Zusammenbau der Instrumenteneinheit an sich, dann das EKG, ein C3 Korpuls, die Tragengestell und die Decke von oben mit den Lüftungen und Anschlüssen für Funk und alles mögliche, Licht. Auf dieser Seite haben wir dann die komplette medizinische Einrichtung, wie das Beatmungsgerät, Absaugung, Spritzenpumpen, dann hier Funk- und Kopfhörer, Zusammensetzen des Innenraums mit Einfügen der Sitze, der Trage und der medizinischen Geräte, Anbauteile, weitere Sauerstoffflaschen, auch oft mit den Hinweisen, man muss wirklich ganz genau schauen, was man ausschneiden muss, wo man bohren muss, da muss man wirklich aufpassen, dass auch später alles passt. Ja, die Seitenwände zusammensetzen, die Innenverkleidung, die Decke, wie bei der EC145. Dann geht es schon los mit den Triebwerken sowie den Rotorkopf und den Steuereinheiten für die Taumelscheibe. Dann Einsetzen der Türen und Innenverkleidung. Hier oben die Schiebetüren. Dann Zusammensetzen der ganzen Einheit, das heißt den kompletten Innenraum in die Flugzelle, Schließen der Flugzelle, Einsetzen der Scheibe, nicht vergessen vor allem die innere Instrumenteneinheit, die oben an der
an der Decke des Glases befestigt ist. Die muss noch eingebaut werden und vor allem beklebt werden, die darf nicht vergessen werden. Dann der Heckrotor, Seitenleitwerke, Anbringen des kompletten Heckauslegers, dann die Hecktüren. Dann haben wir hier oben die ganzen Kufen, Anbringen der Kufen. Was ich bei dem Bausatz schön finde, im Gegensatz zur EC 145, diese haben schon original von Revell Stoßdämpfer dabei, um die Türen offen darzustellen. Bei der EC 145 musste ich mir diese selber machen. Zur Wahl stehen bei diesem Bausatz offene Hecktüren oder geschlossene, sowie offene Seitentüren vorne beim Piloten und beim Co-Piloten. Ja, noch einzelne Griffe, Antennen, Geschwindigkeitsmesser, Fertigstellung des innenliegenden Heckrotors. Dann kommt der Rest des Rotorkopfs, Scheibenwischer, Rotorkopf einsetzen. Und dann haben wir die typische ADAC-Bemalung, die wir hier sehen. Das ist die Version vom Christoph 6 aus Bremen von 2013. Man muss auch mal darauf achten, die Hubschrauber wechseln sehr oft ihre einzelnen Standorte und ihre einzelnen Kennungen. Das heißt, wenn man sehr detailversessen ist, muss man wirklich gucken nach dem Datum, wo der Hubschrauber wann stationiert ist. Aber da gibt es sehr gute Internetseiten. Was ich schön finde bei den Rotorblättern, ist diesmal angegeben an den Kanten, wo welche Markierungen hinkommen, sowie die Metallkante und die gelben Außenanlieger zum Markieren. Dann natürlich die Farbkodierung, die man dann vorne immer nachschlagen muss. Ich würde euch einen Tipp geben, faltet die Seite so, dass ihr die Farben immer daneben liegen habt, dass ihr nicht durcheinander kommt, oder schreibt die hier mit direkt auf. Und die zweite Version, die man bauen kann, ist vom Christoph 31 aus Berlin von 2013. Auch ähnliche Maschine mit 2 Piloten, Nachtflugeigenschaften durch Radar. Das war die Bauanleitung. Kommen wir nun zu den Abziehbildern. Wie schon angesprochen, 2 Versionen stehen zur Auswahl, den Christoph 6 und Christoph 31. Wirklich sehr schön gedruckt wieder mal, also ich bin echt überrascht. Revell bekommt das mittlerweile sehr gut hin. Auch wenig Transferfilm. Auch die ganzen Einzelheiten für die Spritzenpumpe, für das EKG, Armaturenträger wieder sehr genau gedruckt. Ob ich das noch ein Stück näher rankriege, dass ihr das alles seht. Sehr schön, und wenn ich mit dem Licht ein bisschen spiele, seht ihr, der Transferfilm ist wirklich sehr schmal gehalten. Sehr schön. Nun schauen wir in die Beutel. Wie ihr schon am Anfang gesehen habt, seht ihr ja, der Giesling ist gelb. Was für mich aber keine Rolle spielt, weil ich das Modell sowieso grundieren werde mit einem hellen oder grauen Primer, damit das Gelb mehr knallt. Auch hier wirklich muss Revell ein Lob machen. Wunderschöne Details mit den ganzen Nieten und Vertiefungen der Tür, Griffe, Eingriffe, Lüftungsgitter. Sieht wirklich schön aus. Die Innenverkleidung für den Armaturenträger. Die andere Seite. Dann haben wir hier den Giesling A2 und A1. Einmal mit dem sehr filigran gegossenen Heckrotor. Einige Fischhäute sind da, vor allem hier in den Türen, Innenrahmen, aber das lässt sich bestimmt gut versäubern. Von den Triebwerken. Die Unterseite, die Türen, Kufen. Dann haben wir hier den wirklich massiven Heckausleger. Die Gleitwerke. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Hier die ganzen Knöpfe und Schalter des Armaturenträgers, der an der Decke sich befindet. Wirklich auch gegossen und sehr gut zu sehen. Rotorkopf. Hier haben wir den angesprochenen Gießast Z. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen, wenn ich die Tüte aufbekomme. Das ist der Gießast, der sich mit anderen Hubschraubern geteilt wird. Man kann es hier lesen.
die Polizeiversion der EC 135, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern. Und die Sitze-Einzelheiten, dann die Nase, die Aufhängung auch für Kameras und Außenspiegel, die Funkhörer, die werden gebraucht und halt andere Kufen bei der Polizeiversion. Hier in der Tüte haben wir viele Kleinteile. Das sieht aus wie Außenverkleidung von den Scheiben oder von den Innentüren, besser gesagt. Den Heckrotor, die Steuerkonsolen, diese Teile hier bei D7 möchte ich hervorheben. Das sind die Abdeckungen des Pitches, der Pedale und des Steuersticks, wenn man den Hubschrauber in einer Version mit nur einem Piloten bauen will, also die nur tagsflugfähig sind, so wie ich es machen werde, aber dazu kommen wir später. Da sind diese Teile essentiell. Machen wir hier Steuereinheiten nochmal. Und auch nochmal Teile von den Kufen. Kommen wir nun zu den Tüten mit dem grauen Inhalt. Überraschenderweise auch noch zugeschweißt. Da haben wir hier den Armaturenträger für Pilot und Co-Pilot mit den ganzen Monitoren. Die schön gegossene Trage, sogar mit Gurten. Dann der Innenraumboden, wo man auch einwandfrei die Verzahnung sieht, um die Stühle im Innenraum modular zu verschieben, sowie den ausfahrbaren Tragentisch. Sauerstoffflaschen, die im Original übrigens aus Carbon sind. Ich wusste nicht, ob ihr das wisst. Dann den C3 Corbuls, das EKG, Perfusoren, Beatmungsgerät und andere kleine Teile sowie Schubfächer. Dieser Gießast ist perfekt, muss ich sagen. Hier befinden sich keine Fischhäute an den Teilen. Der ist deutlich besser gegossen. Hier in dem Teil, Beutelchen, befinden sich sehr viele Teile. Die schauen wir uns da rein an. Da haben wir hier einmal Sitze, schätzungsweise für den Innenraum. Ich weiß nicht, ob vorne oder hinten. Ich werde es dann herausstellen. Mit den Kopfstützen, Stelleinheiten nochmal weiter, Gestänge auf die Gotte. Wieder einmal frei mit gegossen. Noch mehr Sitze mit den Rückenlehnen, Stängen. Und hier haben wir auch schon die ersten Rotorblätter. Diese haben ein bisschen Grad, aber ist ja ganz normal vom Gießen und lassen sich ja auch super versäubern. Sind wirklich massiv und ich denke mal, dass man die beim Zusammenbau gut schleifen kann und die werden auch nicht so einfach kaputt brechen. Dann haben wir hier den letzten Beutel mit grauen Gießästen. Auch nochmal Sitze. Also bei dem Bausatz kann man sich nicht beschweren, dass nicht genug Sitze dabei wären. Wie gesagt, man kann ja mehrere Versionen des Hubschraubers bauen und vor allem hat ja auch Revell die Gießäste nicht für jedes Modell einzeln. Deswegen sind da auch mehr Sitze dabei bei der Polizeiversion. Da sind ja mehr Sitze im Hubschrauber drin für den Operator. Dann haben wir hier das komplette Deckenelement mit Lüftung und Licht, wo man noch Löcher bohren muss. Dann einen anderen Boden, auf gut Deutsch, wo das andere Teile draufgesetzt wird, wo die ganzen Sitze für der Piloten hinkommen, Mittelkonsole, Steuereinheiten, Teile vom Triebwerk sowie noch einen anderen Pitch, dann Teile von den Türen
und die anderen zwei fehlenden Rotorblätter bei der RTF 4. Nun kommen wir zu den Clear Parts oder die Klarsichtteile. Die sind auch eingeschweißt. Bei denen ist halt immer wichtig, dass die wirklich sehr klar gegossen sind, dass da keine Schlieren drin sind, keine Spiegelungen oder matte Stellen. Ich habe sie auch noch nicht gesehen, wir gucken sie uns einfach gemeinsam an. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wundervoll gegossen von Revell, schöne Qualität, ganz klar. Auch die Scheiben für die vorderen Fenster im Fußraum, Seitenfenster, die Hecktür, dann die ganzen Klarsichtteile für die Positionslichter des Hubschraubers und nochmal andere Fenster. Wie ihr seht, wirklich ganz klar, sehr schön gegossen. Lob an Revell. Nun kommen wir noch zu einer kleinen Besonderheit, die ich mir besorgt habe. Revell möchte, dass man die komplette Außenfarbe, das ADAC-Gelb, das berühmte, sich selbst mischt mit glänzend 12 und orange glänzend 30. Also ich bin kein Freund von Mischen, ich kann das, ich beherrsche das, aber wenn es nicht sein muss und sich das vermeiden lässt, löse ich das anders. Die Farbe, ich habe gegoogelt, das hilft euch vielleicht auch, heißt Rapsgelb. Ich habe mir von der Firma Live Colors eine fertig gemischte Farbe genau nach der RAL-Nummer gekauft. Diese lässt sich dann schön verdünnen mit den Verdünnern von Live Color, die ist auch auf Acrylbasis. Da muss ich nichts mischen, die Farbe ist perfekt abgestimmt, passt perfekt und kann ich sofort lackieren. Das erspart viel Ärger, auch mit dem Nachmischen. Ihr wisst selber, wie es ist, wenn man nachmischen muss, stimmt die Farbe nie ganz richtig. Deswegen Live Color, Rapsgelb und das läuft. Das ist übrigens die RAL-Nummer 71021 Rapsgelb. Nun zu der Besonderheit beim Bau. Wie ich es in meinem Update-Video schon angesprochen habe oder meinem Kanal-Update, werde ich den Hubschrauber nicht in den genannten Versionen von Christoph 31 oder Christoph 6 bauen. Lackierung bleibt ähnlich, auch mit dem ADAC-Schriftzug, aber ich werde ihn in einer einsitzigen Version bauen vom Bundeswehr-Zentralkrankenhaus aus Koblenz. Da habe ich mir von der Firma Pettinghausen Decals die richtigen passenden Decals geholt für das Bundeswehr-Zentralkrankenhaus. Bei diesen Decals ist es vor allem schön, dass der komplette schwarze Rahmen, den man hier selber lackieren müsste, weil der auf dem ADAC Originalbogen nicht vorhanden ist, hier schon komplett als Decal wie bei der EC 145 vorgegeben ist. Das spart wirklich sehr viel Arbeit. Was ich aber machen werde, ich werde eine Mischung machen aus den verschiedenen Decals. Vor allem der ADAC-Schriftzug ist ja hier schon schön getrennt und perfekt angepasst für die Türen. Diesen ADAC-Schriftzug werde ich nehmen, aber die kompletten Kennungen und alles andere werde ich von diesem Decal-Bogen nehmen. Bei der Firma Pettinghausen bekommt man auch nochmal eine extra, vor allem farbliche Gebrauchsanweisung, wo die Decals dann speziell hinkommen. Hier sieht man schon, dass viele Übereinstimmungen sind, vor allem auch von der Schriftgröße des ADACs, Schriftzuges und sonst. Wie gesagt, ich werde eine Mischung machen aus beiden Decals, also lasst euch überraschen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Über einen Kommentar oder einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Ihr könnt auch ruhig abonnieren, dann verpasst ihr keine weitere Folge des Baus und wir sehen uns wieder, wenn ich mit dem Bau bin von dem Hubschrauber. Also bis denn, euer Ben.